Ja, servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und stehe hier neben dem brandneuen Seat Leon. Den gibt es quasi jetzt erst ab jetzt genau zu kaufen, zu leasen oder wie auch immer. Und ich zeige euch heute nicht den Sound, nicht das Fahren und nicht die Optik. Da könnt ihr vom Jan das große Review anschauen, sondern ich zeige euch den Ort, an dem wir am meisten verbringen, wenn wir so ein Neufahrzeug haben, und zwar den Innenraum. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns übrigens auch auf Instagram, Facebook, auf TikTok. Abonniert uns da, macht auch hier auf YouTube die Glocke an, würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, komm mit und los geht's. So, jetzt sind wir also im Innenraum und ich zeige euch jetzt erstmal den Schlüssel, weil erstens, er gefällt mir super gut, so sieht er aus. Und zweitens gibt es hier einen super praktischen Bereich, in dem wir den hinlegen können. Das ist so eine Mulde, da passt er perfekt rein und kann einfach nicht mehr bei der Fahrt verrutschen. Finde ich super praktisch. Aber fangen wir jetzt erstmal beim Innenraum an. Und das erste Mal, als ich mich hier reingesetzt habe, war mein Gedanke, das sieht hier wirklich super sportlich aus. Das ist anders wie im Golf. Wir haben hier sehr viele silberne Elemente. Wir haben hier beispielsweise beim Lenkrad, hier fangen wir mal an, das ist ja das Wichtigste. Wir haben es ja auch die ganze Zeit in der Hand bei der Fahrt. Wir haben hier eine silberne Spange, wir haben perforiertes Leder, wir haben hier so ein bisschen Plastik, das Seat-Logo in der Mitte und gefällt mir wirklich sehr gut. Wir haben auch Schaltwippen, die sind ein bisschen klein, aber man kommt mit 2, 3 Fingern dran und die sind auch hinten so ein bisschen, ja, die haben so ein bisschen Struktur, dass man davon nicht abrutscht. Das finde ich ganz praktisch. Und man hat hier in diesem Lenkrad wirklich super viele Knöpfe. Sonst ist hier in diesem ganzen digitalen Cockpit bzw. der Mittelkonsole fast kein Knopf mehr übrig geblieben, aber dazu erzähle ich euch später ein bisschen mehr. Sonst hat man hier wirklich ein ganz gutes Raumgefühl. Es ist sportlich, wie gesagt. Der dunkle Himmel sorgt für die Sportlichkeit, aber auch, wie gesagt, die Materialien. Wir haben hier viele silberne Elemente, die mir sehr gut gefallen. Das sieht so ein bisschen aus wie gebürstetes Aluminium. Und was ich noch nie in so einem Auto gesehen habe, ist die Struktur, die wir hier oben haben. Die gefällt mir wirklich gut, weil sie klassisch ist und nicht irgendwie gewollt, sondern wirklich gut aussieht. Genauso in den Türen haben wir solche Elemente, die einfach ein bisschen Struktur haben und dem Ganzen hier so ein bisschen, ja, was Interessantes geben, und es wirkt nicht langweilig hier drin. Dann zum Thema Sitze, die finde ich auch wirklich cool. Die sind zwar ein bisschen weich und schaumstoffartig, aber sie geben trotzdem guten Seitenhalt und haben halt hier so eine wirklich coole Steppung, die mir gefällt. Hier gibt es relativ wenig oder eigentlich fast kein Leder außer am Lenkrad, wenn ich richtig liege. Das ist aber ganz normal für die Klasse. Zu den Ablageflächen kann ich sagen, dass wir hier ausreichend Ablageflächen haben. Wir haben hier in der Tür beispielsweise Platz für eine Flasche. Wir haben hier vorne, das ist ganz praktisch und auch für mich einfach erreichbar, eine induktive Ladefläche. Da kann ich mein Handy so reinlegen und es lädt. Es lenkt mich auch nicht so sehr ab, weil ich nicht die ganze Zeit aufs Display gucken kann. Und hier in dem Seat Leon haben wir die Möglichkeit, über ein Bluetooth oder WLAN direkt mit Apple CarPlay zu verbinden. Android Auto geht nur per Kabel, aber funktioniert auch einwandfrei. Wir haben es getestet. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole noch 2 Cupholder. Der eine ist ausreichend groß, würde ich sagen. Der andere ist ein bisschen klein. Da weiß ich nicht genau, was da für eine Cup reinpassen soll. Vielleicht so ein kleiner Mini-Espresso. Und wir haben hier nochmal eine Fläche, in der wir auch etwas ablegen können. Genauso im Handschuhfach hier vorne kann ich euch auch zeigen. Das ist ein ganz normales Handschuhfach. Und hier vorne ist auch nochmal so ein kleines Fach, was so die Größe von meiner Faust beispielsweise hat. Auch in der Mittelkonsole fällt auf, dass wir hier einen Shift-by-Wire-Hebel haben, den ich euch auch schon beim Golf gezeigt habe, und eben nicht mehr einen hochstehenden Gangballhebel. Das liegt an der gleichen Plattform wie beim Golf 8 auch.
Und sonst würde ich sagen, haben wir hier erstmal alles grob zum Innenraum gezeigt. Eine Sache noch, die finde ich ganz cool, ist das Thema Lüftungsdüsen. Die kann man hier nämlich manuell zumachen, was ganz praktisch ist. Das heißt, ihr hört es auch, das klickt dann so ein bisschen. Das kann ich hier drüben genauso machen. Ist super praktisch, weil man dann nicht auf dem Display gucken muss, wo mache ich denn jetzt die Lüftung an oder aus, sondern kann es gleich direkt manuell machen. Kommen wir zu den Displays hier drin. Und hier vorne haben wir ein optionales 10,25 Display, unser digitales Tacho. Serienmäßig ist es analog. Hier ist es jetzt aber eben mit 10,25 Zoll und in der FR-Line ist es dann auch serienmäßig. Hier in der Mitte haben wir immer serienmäßig ein 8,25 Zoll großes Display. Das hier ist aber 10 Zoll groß. Fangen wir erstmal hier in der Mitte an. Ich finde die Übersicht wirklich ganz cool, die wir da vorne haben. Wir haben links den Drehzahlmesser und rechts die Geschwindigkeit. Hier mit der View-Taste können wir zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Wir haben hier einmal drüben, wie schon gesagt, die beiden Rundmeter. Wir haben hier eine Ansicht, die ein bisschen reduzierter ist. Hier in der Mitte nochmal eine Ansicht mit der Karte und hier eine sehr reduzierte Version. Und was wir machen können, ist, dass wenn wir beispielsweise hier rechts oder links, hier oben bei den zwei Knöpfen klicken, können wir jeweils verschiedene Flächen konfigurieren. Was ich super cool finde, ist, wenn wir hier rechts und links einfach das X drücken. Ich zeige euch das jetzt mal. Haben wir eine sehr reduzierte Ansicht, die ich wirklich ganz cool finde, weil da lenkt einfach gar nichts ab und es geht wirklich nur um die Geschwindigkeit. Ich würde es mir persönlich so einstellen, aber das ist natürlich Geschmackssache. Hier können wir an den ganzen Rundmetern in der Mitte dann noch das Mobiltelefon reinmachen. Wir können einen Kompass einstellen oder eine Zielführung. Wir können auf der anderen Seite dann Dinge wie die Reichweite anzeigen lassen, den Verbrauch, wie lange man noch zum nächsten Tanken braucht, den Tankfüllstand, die Öltemperatur und solche Geschichten. Die durchschnittliche Geschwindigkeit ist wirklich ganz praktisch und cool. Kommen wir hier zur Mitte und zwar zu dem Infotainment und das ist für mich sehr übersichtlich. Ich finde es cool, dass man hier so eine Shortwahlliste hat. Ich zeige die euch mal, die kann man hier so rumswipen und man kann die sich auch selbst konfigurieren. Das heißt, ich kann hier mit so ganz einfachen Bewegungen selber entscheiden, was da jetzt angezeigt werden soll. Dann haben wir hier das Hauptmenü, ich klicke da mal drauf, da haben wir alle Funktionen nochmal in der Übersicht. Ich fange mal bei der Navigation an, so sieht die Karte aus, die finde ich sehr übersichtlich und auch ausreichend. Man kann die auch ganz einfach ein- und auszoomen und das Touch funktioniert auch wirklich gut und es hat irgendwie auch keine Verzögerung, was mir sehr gut gefällt. Dann haben wir Radiomedien, ganz normal. Man kann, wie schon gesagt, das Telefon ganz einfach verbinden. Telefon, wir haben Informationen zum Fahrzeug, die finde ich sehr interessant. Wir haben jetzt hier die ganzen Assistenten in der Übersicht. Wir haben eine Traktionskontrolle, ein Lane Assist, ein Start-Stop-System, haben aber Front Assist, Ausstiegswarnung. Hier haben wir die Drive-Profile. Da haben wir Eco, Normal, Sport, Komfort und Individual. Bei Individual können wir verschiedene Dinge einstellen, wie das DCC, die Lenkung, den Antrieb, das ACC und die Klimatisierung, was ich ganz spannend finde. Und was wirklich super cool ist, ist die Ambientebeleuchtung. Da gibt es wirklich 1000 Möglichkeiten, wie man sich die irgendwie einstellen kann. Von warm bis Wellness bis hin zu Active oder beruhigendes Licht ist alles dabei. Also wenn man mal wütend von der Arbeit heimfährt, kann man direkt mit dem Ambientelicht hier sich Entspannung holen. Was ich auch noch ganz cool finde, ist, dass man hier unten immer die Shortwahlliste ganz feststehen hat, dass man eben direkt zu den Punkten wie Navigation oder so kommen kann. Das finde ich ganz praktisch, es ist übersichtlich und wirklich ein gutes Infotainment-System. Hier drin ist aber auch einiges sehr modern geworden, zum Beispiel, wie wir es schon vom Golf kennen, diese Touch-Funktion. Wenn ich hier beispielsweise rüber swipe, kann ich die Lautstärke regeln. Ich kann aber auch meine Temperatur auf der jeweiligen Seite hier per Touch regeln. Genauso kann ich das auch hier oben machen beim Licht, das finde ich auch ganz cool. Das heißt, ich tippe hier nur einfach drauf, tippe auch wieder drauf, um es auszumachen. Wenn ich es dimmen möchte, muss ich länger drauf drücken, was ich wirklich echt cool finde. Der einzige Nachteil ist, dass man dann da natürlich die ganzen Fingerabdrücke hat, aber irgendwas ist ja immer. Ja, und dann eine letzte Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar, Olla Olla. Was möchten Sie tun? Mir ist warm. Kühler geht es vorne links leider nicht. Okay, ich habe es schon zu kühl eingestellt, aber die Sprachsteuerung funktioniert wirklich gut und sie versteht mich vor allem immer, was ich wirklich sehr, sehr gut finde.
Ja, das war nun mein kleiner Überblick über den Innenraum des Seat Leon. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ihr findet uns übrigens nicht nur auf YouTube, macht hier gerne die Glocke an, sondern auch noch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns da auch, wenn ihr da ausreichend informiert sein wollt, würde mich riesig freuen. Oder auf unserem Online-Magazin www.derautotester.de. Falls ihr ein längeres Review zum Seat Leon sehen wollt und auch ganz viele Informationen zum Thema Fahren, Optik oder auch zum Innenraum ebenfalls haben wollt, dann schaut auch beim Jan vorbei. Der hat ein ganz langes Review dazu gemacht. Die Infokarte blende ich euch oben ein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.